Ja, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect und einem weiteren Gespräch mit Avina. Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and important structures. Behind me is the spectacular Relay Monument, a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the Keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see Keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The Keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. Okay, die Keeper, ja. Finger von den Keepern, habe ich verstanden. Aber wir fragen trotzdem mal, ob sie uns mehr über die Keeper erzählen kann. I'd like to know more about the Keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the Keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Any particular reason there are so many Keepers in this area? The Keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the Keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The Keepers also make frequent appearances in the Council Chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. Okay. Strange hoch 3 finde ich die Keeper. Und dieses wunderschöne Relay Monument. Tell me more about the Relay Monument. Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the Relay Monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure, making the Relay Monument a favorite topic of discussion among academics and scholars. Und vielleicht ist es auch einfach nur ein Monument. Ja, manchmal ist ein Monument nur ein Monument. Citadel Tower können wir sie noch zu befragen. Tell me about the Citadel Tower. Housing both the council chambers and Citadel control, the tower is one of the most important buildings on the station. Access to these areas is restricted to those with the appropriate clearance. Ja, genau. What happens in Citadel Control? Citadel Control handles all incoming and outbound transit. Every ship within 2,000 kilometers of the Citadel is under the jurisdiction of Citadel Control. At peak capacity, they are responsible for monitoring upwards of 1,000 vessels. I'd like to hear more about the Council Chambers. The business of the Council, which often has far-reaching effects on the galactic community, is conducted in a room at the apex of the Citadel Tower. The Council Chambers themselves are truly a magnificent sight to behold, though few get to experience the view in person. Typically, only the councilors, ambassadors, and high-ranking officials, along with various support staff, are allowed access. What if someone has business with the Council? The average citizen must go through the proper channels if they wish an audience with the Council. This is usually arranged through their respective ambassadors. Even then, few are given access to the actual Council chambers. In most cases, the ambassador acts on behalf of the citizen. I've been inside the Council Chambers. Only a handful of visitors to the Citadel are ever granted that privilege. I would be jealous, but that is outside the scope of my programming. Sehr schön. Okay. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Oh, we will. Ja, wir können jetzt die ganze Zeit auf dem Weg hier durch die Citadel die Keeper scannen.
das ergibt sich einfach auf dem Weg. This one believes it has the right to move freely through this area. You're creating a public disturbance. It's against Citadel regulations. This one is unsure why the other would not wish word of the Enkindlers to be spread. Da ist doch offensichtlich ein Streitgespräch, in das wir uns vielleicht nicht unbedingt einmischen sollten im Gange, aber wir sprechen mal. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Are there laws being broken here? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. Super. Why don't you just arrest the Hanar? I could arrest the jelly, but my superior has requested that I find a solution that does not anger the Hanar. The Hanar become vocal when they feel their religious beliefs are being suppressed. Ich könnte ja mal mit ihm reden. If you'd like, I could talk to the Hanar for you. I have argued with the stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Okay, jetzt haben wir da auch eine Quest. Ich kann aber schon direkt sagen, wir kommen da nicht weit. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language, and gave the universe the mass relays. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. Ja, und jetzt haben wir hier zwei Sachen, die wir nicht auswählen können. Das ist wieder, weil wir weder überreden noch intimidate, einschüchtern hoch genug haben und können ihn nur fragen, ob wir dieses Ding für ihn kaufen sollen. What if I purchase the evangelical permit for you? Finances are only a partial limitation. This one does not believe that one should pay in order to speak the truth. However, this one also does not possess the 150 credits necessary to purchase the permit. I'll be back. Ja. This one will continue to spread its message. Wir sagen da jetzt erstmal Goodbye, weil wir jetzt im Augenblick keine Möglichkeit haben, ihn da ein bisschen zu beeinflussen. Das können wir aber. Ach ja, genau. Hey, da war doch was. Vielleicht, wenn ich mein Level-Up jetzt mal mache. Und jetzt muss ich mir überlegen, ich könnte jetzt mal tatsächlich 3 Punkte in Charm setzen oder 3 Punkte in Intimidate. Das ist wirklich keine Verschwendung von Punkten. Und ich glaube, ich nehme jetzt erstmal Charm. Bei Ashley geben wir wieder... Ich gebe ihr mal einen Soldier und ein Combat Armor. Er bekommt einen Advanced First Aid und einen Sentinel. So. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon reicht. Ob wir das jetzt schon machen können. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be... Ich guck This mal one only gerade. wishes to spread Nee. the truth to any who will listen. Geht immer noch nicht. There is I'll no... be back. Ja, This one will continue to spread its ich message. glaube, das geht erst, wenn wir 4 Punkte Charm haben. Was dann erst mit dem nächsten Level-Up passieren wird.
wir müssen ja jetzt auch noch eine ganze Menge andere Sachen machen, unter anderem mit dem Shadow Broker reden. Dafür hätte ich, glaube ich, unten lang laufen müssen. Ich glaube es zumindest. Dass der hier unten sein Büro irgendwo hatte, aber vielleicht bin ich auch wieder auf dem Holzweg. Also manchmal verlaufe ich mich ganz furchtbar hier in der Citadel. Nee, das ist hier die der CSEC-Korridor. Nee, ist sogar ein Aufzug. Nee. Da gehen wir jetzt nicht lang. Ich möchte jetzt mit dem Shadow Broker-Typen reden. Ach, wir sind hier wieder an der... Okay. Deswegen sind wir beim Kreis gelaufen. Ich gucke jetzt mal gerade, ob uns das irgendwas bringt. Chorus Den. Nee. Wards Access, Consort Chambers und Citadel Tower. Nee. Nee. Das machen wir anders. Ich laufe zu Fuß. Ihr wisst schon, ich laufe. Das müsste nämlich da drüben auf der anderen Seite einfach nur sein. Da brauchen wir nicht mit einem Schnellreisesystem hindüsen. So. Jetzt können wir da unten den Keeper auch gleich scannen. Und ich meine, irgendwo da hinten, irgendwann links, ist sein Büro. Wenn ich mich nicht total irre. Was sein kann. Da hinten ist noch ein Keeper. Den nehmen wir auch wieder mit. Hier ist auch noch irgendwie was. Hier war auch noch ein... Nee, doch nicht. Nein. Ich sag ja, ich bin super darin, mich hier zu verlaufen. Wir können auch nochmal Avina fragen, auch hier zu dieser Statue. Das machen wir aber nicht jetzt. Genau, da hinten ist das Büro. Hier ist auch noch ein Shop. Hier ist auch noch ein Keeper, wenn ich mich recht erinnere. Und hier ist noch ein Hana-Shopkeeper, mit dem man auch reden kann. Nee, falsche Seite. Ich weiß, dass hier ein Keeper war. Da. Also das sind halt so Sachen, die merkt man sich, wenn man es ein paar Mal durchgespielt hat. Auch wenn ich die Orientierung schnell verliere, weiß ich trotzdem, dass ich ja hier schon mit an gewissen Stellen einen Keeper zum Scannen habe. So, hier ist er. Barla von. Mit dem sprechen wir jetzt mal. What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepard. It is a great honor to welcome the heroes of the Blitz. You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barla von. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. I heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. And I do know something about Saren. I hear your information can be expensive. Normally, this information would cost a small fortune. But these are exceptional circumstances. So I am going to give it to you for free. What's the catch? There is no catch. The Shadow Broker is quite upset with Saren right now. They used to do a lot of business until Saren turned on him. Saren's turned on a lot of people lately. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary. Okay. That's not much to go on.
I just told you that the most famous specter in the galaxy betrayed the Shadow Broker. Quite a bargain, considering the price. Speak with the Krogan if you want to learn more. I heard he was paying a visit to Citadel security. If you hurry, you might catch him before he leaves the Academy. Isn't it strange that a Krogan would want to speak with C-Sec? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Ja, das werden wir auch tun, aber erstmal möchte ich ihm ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel über ihn selber. Tell me more about your job. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Das klingt also... Still sounds shady to me. Then we can only hope you will never be cursed with a large enough fortune to require my services. Ja, das glaube ich aber auch. Ich meine, das ist schon ziemlich hart an der Grenze, was er da so macht. Tell me more about the Shadow Broker. Most people think I deal in finances, but my real currency is knowledge. I trade information, and it has made me very wealthy. But the Shadow Broker is the true master. Every day he buys and sells secrets that could topple governments, always giving them to the highest bidder. Yet somehow he never seems to upset the natural balance of power. All those secrets being passed around seem to even out. Nobody ends up with an advantage in the end. Da ist ja natürlich die Frage, wer ist er? Any guess what his identity might be? I don't know. Nobody does. The Shadow Broker could be any race, any gender. I have a theory that it's actually an entire group working under one identity. How else could they juggle so many contacts at the same time? How else could they keep all that information from getting crossed? But they've got the perfect setup. Every government is forced to play their game so they don't get behind. But no matter how long you play, no matter how many secrets you buy, you can never win. Aber er arbeitet für ihn. I thought you'd know more about the man you work for. From time to time I come across information I sell to the Shadow Broker. That's my only involvement. I like it that way. The more you know, the more dangerous the game becomes. I don't like danger, Commander. I'll leave that to you. Ja, die Volos sind ja auch nicht so wirklich die kriegerische Rasse. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel spaced together in a single strong community. Ja, wir können ihn jetzt über die Wards und das Präsidium fragen. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Ja, komm hier. What are the wards like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. You never know what you'll find down in the wards, Commander. It's always full of surprises. Fortunately, most of them are pleasant. What makes the Presidium so special? It is the political center of Citadel space.
80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. Er ist auch so ein Typ, okay. Ja, ich glaube aber, das reicht. I should go. Goodbye, Commander. Ja, auch er hat dieses Elite-Denken. Ich weiß gar nicht, wie viel Credits haben wir. Nicht wahnsinnig viele. Wir könnten mal ein bisschen was verkaufen. Ich weiß nicht. Weil ich das eigentlich eher zu Omnigel machen würde. Hm. 5000 Pistolen haben wir allerdings. Ja doch, wir können mal ein paar Dinge verkaufen. Einfach, damit wir ein bisschen mehr Credits haben. Reden wir mit ihm. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Ich finde die Hana so klasse. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Wir können ihn jetzt auch erstmal ein bisschen ansprechen. Why do you refer to yourself as this one and it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. It is just our way. What exactly do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can buy. This one is able to procure almost any item the human would desire, for a price, naturally. Naturally. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Ja, das hatten wir eben schon. Dann gucken wir doch mal, was er so anbietet. Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir uns anschauen wollen. Also er hat halt auch Non-Human Armor und Upgrades und Standard Items. Wir fangen mal hiermit an. Ja, schlappe 70.000 Credits. Nee, wir gehen mal auf Cell und ich gucke mal gerade. Compare. Was war denn das? Damage Protection 33. Sollten wir vielleicht aufbewahren für Ashley. Ja, das brauchen wir nicht beides. Also, ich überlege gerade, ob wir die... Mist. Ich weiß es gerade nicht. Bewahren wir doch nochmal auf. Hier ist noch eine. Die Silver 3. Statt der... Hydra. Merken wir uns mal 37, 128, 0. 33, 4. Okay, wir verkaufen die Hydra. So, Pistolen. Da hatten wir irgendwie ziemlich viele. Gucken wir mal gerade. Ich habe die Edge. Quatsch, die Stinger 2. Wir könnten Caden, die... Der hat eine Striker 1, okay. Die Kessler können wir auf jeden Fall verkaufen. Die ist total schlecht. Das ist so die billigste, glaube ich. Dann würde ich nämlich die Edge für Caden aufbewahren und ja.
könnten ihm auch die Edge 2 geben, was besser wäre. Ja, wir verkaufen die auch noch. Und die brauchen wir auch nicht zweimal. Wir könnten ihm auch einfach eine... Nee, die Striker 2 ist schlechter. Okay, dann verkaufen wir die auch zweimal. So, ja, das ist ein Upgrade. Die Hurricane 2, die habe ich einmal. Ich hatte aber, glaube ich, hier doch mal eine. Also das ist ein bisschen blöd, das System, finde ich. Die ist 128. Weniger Accuracy und weniger Shots. Nee, die finde ich nicht so gut. Die verkaufen wir. Ach komm, die kann weg. Die ist ja nun wirklich nicht besonders gut. Und keiner außer uns hier braucht eine Sniper-Rifle. Die Assault Rifle noch. Okay, ich würde sagen, keiner von uns braucht die Banshee. Aber ich warte mal ab. Was machen denn nochmal die Hammerhead? 25. Ja, okay. Was können wir denn vielleicht kaufen? Ah, hier, eine Foundation License. Die brauchen wir, genau, die kaufe ich schon mal. Die brauchen wir später für den Quartermaster. So, was haben wir denn hier? Den Unity Amp statt des Solaris Amp. Nee, den lassen wir erstmal. Das lohnt sich nicht. Okay. Dann tausche ich mal eben die Pistole. Okay. Der kriegt jetzt mal eben die Edge. Und sonst war, glaube ich, alles... Ja, der braucht keine... Der benutzt ja keine Assault Rifle. So. Ich glaube... Ja, diese leichte Rüstung hätten wir noch verkaufen können, aber... egal. So. Dann gehen wir doch mal weiter. Beziehungsweise ich werfe mal kurz einen Blick hier ins Journal. Genau, wir müssen Rex suchen. Wir müssen mit Harkin wegen Garrus sprechen. Und ja, das ist halt die übergeordnete Quest. Ich würde jetzt sagen, als erstes machen wir das mal, weil mit Harkin, da müssen wir ins Chorus Den. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt hin möchte sofort. War da hinten nicht der CSEC-Eingang? Ne, da hinten sind die Embassies, ne? Ach, hier ist der Citadel Tower. Genau. Hier sind wir. Ja, hier sind überall irgendwelche Durchgänge und Aufzüge und damit können wir in die Wards fahren. Das mache ich jetzt auch nochmal gerade. Ich glaube, die CSEC war irgendwo in der Höhe der Wards. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Okay, keiner von denen sagt was dazu. Schade. Ja, das sind halt solche Durchsagen, die man in den Fahrstühlen immer bekommt. So. Und hier. Do you really think we'll find him down here? He always stops in for a few games of Quasar before he makes his drop. Fist is gonna be pissed if we take down his supplier. That's the point. We want him angry. Angry people make mistakes. There's just something about Fist that makes me nervous. Good. He's a dangerous man. Now keep your eyes peeled for our mark.
Okay, hier ist auch CSEC. Deswegen... Hier ist auch ein Keeper. Dup, dup, dup. Ja. Es ist... ja, es ist Aufzug zu Aufzug zu Aufzug zu Aufzug ein bisschen, aber... A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Okay, ja, wir haben ja gesehen, wie die Hanar diskutieren. Also die sind schon sehr wortreich dann teilweise. Stelle ich mir lustig vor. Also hallo? Ah. Ach nee. Hier ist ein... Ich glaube, jetzt bin ich falsch gelaufen, aber... Guck mal. Sieht jetzt irgendwie nicht ganz aus wie das, wo ich hin wollte. Ja. Aber vielleicht ist es eine Abkürzung. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, jetzt mal hier geht's zu Chorus Den. Da wollte ich jetzt noch nicht hin. Hier sind die Wards. Okay. Da wollte ich jetzt eigentlich auch nicht hin. Ich wollte in die CSEC Academy. Ich habe mich total verlaufen, aber ich wollte nicht das Travel System benutzen. Ja, ja. Okay. Ja, mit dem müssen wir auch reden. Okay. Ja, da haben wir noch eine schöne Aussicht. Ich sag einfach mal, weil es schon wieder spät ist, wir genießen die Aussicht gleich oder später und ich denke, ich sag mal, macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.